Ja, herzlich willkommen zu unserem kleinen Videotutorial. Hier wollen wir einen Schwerpunkt setzen auf die AHA-Praxisstationen und nachdem wir bei unseren Patienten einen Ersteindruck gewonnen haben, eine Ersteinschätzung vorgenommen haben über die unmittelbaren Vitalfunktionen, werden wir uns mit der Hard- und Software unseres Monitorsystems auseinandersetzen müssen. Und das wollen wir euch in diesem Video einmal kurz vorstellen. Wenn wir den Patienten erreichen, dann, und in diesem Fall schenken wir uns mal die Ansprache und den Basischeck, können wir in der rechten Tasche das Pulsoximeter finden. Das können wir zunächst auf einen beliebigen Finger stecken und haben hiermit schon mal eine ganz ordentliche Pulskurve, 97er Sättigung, 74er, 75er Herzfrequenz. Ebenfalls in der rechten Tasche finden wir die Blutdruckmanschette und auch die machen wir wie bei einem ganz normalen Patienten um den Oberarm. Wenn wir damit fertig sind, drücken wir auf die kleine Taste NIP, die finden wir rechts mittig, nicht invasiver Blutdruck. Der pumpt jetzt einmal hoch, gleich werden wir also einen Blutdruckwert haben. In der Zeit können wir aus der linken Tasche schon mal die EKG-Kabel nehmen. Hier haben wir ein ganz normales 4-Kanal-EKG und nachdem wir die EKG-Kabel an die richtigen Stellen positioniert haben, sehen wir auf dem Monitor auch schon einen schönen Sinusrhythmus. Im Standbild können wir uns das nochmal in Ruhe anschauen. Natürlich entwickelt der Patient eine Komplikation. In diesem Fall sehen wir dynamisch eine ST-Hebung. Jetzt können wir schon ungefähr erahnen, was uns bevorsteht. Deswegen finden wir in der hinteren Tasche zwei Defi-Patches. Die beiden Aufkleber ziehen wir einfach voneinander ab und kleben sie, wie hier dargestellt, auf den Oberkörper, also einmal Sternum und linke Thoraxseite. Hier im Standbild nochmal das EKG deutlich mit der Hebung. Wir haben an dieser Stelle noch einige andere schöne Möglichkeiten. Wir können nämlich ein stationäres 12-Kanal uns anzeigen lassen. Sehen wir hier. Und wem das nicht reicht, der kann auch noch zusätzlich auf Ableitung verschiedene Darstellungen anzeigen lassen. Hier sehen wir jetzt einmal die Ableitung AVL, AVR. Der Patient entwickelt im weiteren Verlauf ein Kammerflimmern. Das sehen wir hier ganz gut in Echtzeit. Und jetzt können wir mit dem Monitor den Defibrillator hochladen, 200 Joule in diesem Fall, und lösen einen Schock aus. Hier sehen wir nochmal deutlich das Kammerflimmern im Standbild und das müssen wir unterscheiden vom Kurvenverlauf, wenn eine Herzdruckmassage ausgeführt wird. Die sieht nämlich so aus, wie hier dargestellt. So, wir sind glücklich, der Patient entwickelt tatsächlich nach einigen Zyklen einen spontanen Eigenrhythmus und damit ist das Szenario auch schon geschafft. In einem nächsten Szenario hat der Patient eine deutliche Bradyarrhythmie und wie wir mit unserer Blutdruckmessung feststellen, ist er auch sehr hypoton. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für einen externen Pacer. Auch hier klebe ich die Klebeelektroden wieder wie dargestellt auf und kann jetzt bei Pacer durch Aktivierung dieses Feldes nicht nur die gewünschte Frequenz einstellen, sondern auch die Milliampere-Zahl. Und da muss ich mich erfahrungsgemäß ein bisschen hocharbeiten, stufenweise, bis ich bei ca. 60 bis 70 Milliampere bin und feststelle, dass der Stromimpuls übertragen wird. Wir hoffen, dass ihr mit diesem kleinen Video einen ersten Eindruck bekommen habt und alles weitere machen wir dann an der Praxisstation hands-on, wo ihr euch das System nochmal in Ruhe anschauen könnt und dann auch in den einzelnen Szenarien damit arbeiten sollt. Wir wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg in den Trainings.